Servus zusammen. Schauen wir es uns an. Da haben wir den neuen Einhell Akkuschrauber. Ich hoffe, der taugt was. Der TECD 1845 3XL. Und ja, schauen wir uns gleich an, machen wir auf, schauen wir, ob er mir gefällt, ob er euch gefällt. 45 Newtonmeter Drehmoment. Ja, und dann ist das komplette Set, den kann man nicht einzeln kaufen, was ich gesehen habe. Schauen wir uns einmal an. Schauen wir uns an. Aha. So. 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 Ja, das ist er. Von KWB. Bitset. Wird das gleich auch gemacht. Aha. Eingeschoben. Ja. Schauen qualitativ aus. Kann man nach oben. Längere Bits, ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie zweimal die gleichen rein tun. Und ja, 6er, 8er, 10er, ja. Barbora, das passt. Da wieder eine. Gummiert, mit Schaumstoff. Das keine Geräusche macht. Dann muss man drehen, das ist da rein. Aha, ja. Die Aussätze sind innen gefettet. Nicht zu viel, ein wenig. Sechskantaufnahme. Okay. Dann haben wir den anderen, den Winzelaufsatz. Ja, auch gefettet, dass jetzt ist, wie es produziert worden ist. Können wir natürlich aufmachen, mache jetzt aber nicht, weil er nicht mir gehört. Oder ich bin blind, aber wie es ausschaut, hat man nur einen, der ist nicht draufgesteckt, sollte nicht sein. Eins oben. Das passt. Passt auch gut. Dann ist er halt so groß. Er ist fett oben, das wird immer stören. Muss aber fett oben sein, weil da die Aufnahme ist. Das ist Plastik. Wirkt doch relativ kräftig, muss ich sagen. LED schauen wir an, der ist heller, glaube ich, wie normal. Ja. Gürtelclip. Maße. Maße haben wir mit Bohrfutter 21. Einfach so 16 cm. Kann man auch gleich das Bohrfutter messen, dann sieht man es eh, dass ich recht habe. Das sind genau 6 und das geht ein, also sind wir bei 5 ungefähr. Länge 6, Breite 4,5, 4,5, 6, 21, 16 ohne Bohrfutter, 19, 5,5, 4 unten, 10,5 lang, LED, auch ohne bedienen, bedienbar, also ohne. Ja,
Maße, Gewicht. 27, 1840, 37, 1845. Wie man schon am Lichtbild erkennen kann, ist der 1845 heller und es ist einfach viel besser verteiltes Licht. Es ist heller und es ist einfach das bessere Licht. Ganz klar, es ist insgesamt heller und es funktioniert besser. 3,9 Newtonmeter. Erster Gang. 8,6 Newtonmeter. 9,3. 9,4. 12,3. Ja, das war schon die Grenze. 8x160. Das ist die Grenze. Ja, das ist das Drehmoment, was er schafft. Heißt, beim Bohren wird er sich nicht stark schlagen.
2, 1. Jawohl. Überlebt. Tun wir wieder aus. Auch überlebt. Das. Jetzt wie viel der Abstand? Über 20 cm. Ich zwinge ihn da nicht ein, dann stirbt er. So, kommen wir mal zum Fazit. Wie ihr sehen könnt, ist der 1845, wird wahrscheinlich keine 45 Newtonmeter haben, weil der 1840 bürstenlos hat 14 Newtonmeter waches Drehmoment und der 1845 nur 9,6, aber bis zum ersten Abschalten. Er hat halt einen Bürstenmotor und das ist halt das Problem, der kann halt der funkt sehr viel, also sehr viele Funken entstehen, wenn der am Arbeiten ist, was ich darauf zurückführe, dass der hart am Arbeiten ist. Der 1848 funkt auch sehr viel und der ist mir ja auch defekt gegangen bei meinen Tests. Aber ich will nichts sagen, über die Haltbarkeit kann ich nichts berichten, das müsste dann es mir in Zukunft schreiben. Bei der Lautstärke kann er punkten, 80 Dezibel ist im unteren Drittel und der ist da ungefähr beim 1835 und wir sehen können, es leiser als der 1840er, als die bürstenlosen alle, aber dafür lauter als der 1840 und als der Bosch 18V40. Beim Gewicht ist er auch im unteren Drittel, mit 1,1 Kilo ist er relativ leicht, mittig unteres Drittel, also mittig einfach normal gewichtig finde ich. Ja, nichts Besonderes halt. Das Drehmoment ist ein Indikator für die Geschwindigkeit in Sekunden in den meisten Fällen und wie ihr sehen könnt, ist der 1845 bei den 1840er Modellen, da würde ich ihn auch einstufen von der Leistung her, ist er ungefähr bei denen. Horst, er ist nicht leistungsstark, aber dafür hat er halt die Funktionen, die er hat. Aber für Leistung kaufen wir den eben nicht, sondern für die praktischen Sachen, die er bietet. Kommen wir nun zum Preis. Er kostet um die 135 Euro mit einem Akku, mit einem Koffer und einem Ladegerät. Ich habe das abgezogen, das Ladegerät und den Akku, weil Koffer weiß nicht, wie viel er kostet, auf 110. 110 habe ich einfach als Preis genommen. Was kriegt es dafür? Theoretisch an 1840er, der 40 Euro kostet, plus die 2 Aufsätze von der Leistung natürlich nur. Aber das ist halt so, wie es ist. Ich finde es trotzdem fair, weil das ist 1840er. Auf dem Niveau bewegt er sich und hat eben die Aufsätze. Also ist perfekt für
Schränke zusammenbauen und solche Sachen, überall wo man eben die Aufsätze benötigen würde. Und wenn man halt die, wenn man das Bohrfutter abnimmt, ist man bei einer Länge nur von 16 cm, was auch sehr vorteilhaft ist, weil dann ist er relativ kurz, er ist halt doch, ja doch eigentlich schon relativ kurz. Nicht ganz so kurz wie der 1840 bürstenlos, aber trotzdem relativ kurz. Heißt, wer die Funktionen nicht braucht und der Leistung ungefähr braucht, ja, greift zu die A40er Modelle. Wer viel Leistung und einen kompakten Schrauber haben will, greift zum 40 bürstenlos. Wer viel Leistung haben will, zum TPCD oder 18 LIE brushless und AEG halt und Bosch, wenn man halt Bosch oder AEG nehmen will, muss ich nur testen, den Rest, den sie haben. Aber ja, könnt ihr euch selber aussuchen. Ich hoffe, dass ihr euch mit dem Video geholfen habt. Ich hoffe, dass ihr es beim nächsten Mal einschaltet. Und bald einmal wird der Einhell Akkuschrauber Video, Beratungsvideo kommen. Und da werde ich alles nochmal zusammenfassen und schön erklären, welcher Schrauber für wen und für was geeignet ist. Ich bedanke mich fürs Schauen, Servus, danke und ciao.